Guten Tag, vielen Dank dafür, dass Sie bei der Keynote für Deutschland und die Dachregion auf der diesjährigen Amazon Business Exchange dabei sind. Mein Name ist Florian Böhme, Deutschlandchef von Amazon Business, und ich melde mich aus unserem Münchner Büro. Ich bin seit dem ersten Tag bei Amazon Business in Deutschland dabei und seit jeher glauben wir bei Amazon Business fest an absolute Kundenorientierung und daran, dass alles beim Kunden beginnt. Gemeinsam mit zwei Kunden und Experten im Einkauf, Rolf Rehmann von Diebold Nixdorf und Professor Dr. Michael Essig von der Universität der Bundeswehr, wird meine Kollegin Frau Antonia Schmidt später über einige der Herausforderungen sprechen, mit denen sie im vergangenen Jahr konfrontiert waren, sowie über Projekte für das Jahr 2022, Prioritäten und deren Ziele. Doch zunächst wollen wir einen Blick auf einige der jüngeren Trends werfen, die wir in der Beschaffung beobachtet haben und auf deren Folgen für unsere Kunden hier in Deutschland. Wie Sie gerade von Nabil gehört haben, hat sich die Umstellung auf den Online-Einkauf und E-Procurement-Lösungen infolge der Pandemie beschleunigt. Das war in Deutschland und auch weltweit zu beobachten. Und es sieht so aus, als würde sich dieser Trend fortsetzen. Einer aktuellen Studie von DHL Express zufolge wird der weltweite B2B E-Commerce bis 2027 um mehr als 70% auf 20,9 Billionen US-Dollar wachsen. Zusätzlich wird erwartet, dass der Anteil aller Transaktionen, die zwischen Lieferanten und Geschäftskunden über Einkaufsplattformen und digitale Kanäle abgewickelt werden, bereits 2025 bei 80% liegen wird. In meinen Gesprächen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern in Deutschland habe ich in diesem Jahr vor allem 5 Prioritäten gehört. Erstens, Effizienzsteigerung in der Beschaffung durch digitale Transformation und intelligenten Einkauf. Zweitens, die Verbesserung der Nachhaltigkeit im Einkauf mit einem Schwerpunkt auf die soziale Verantwortung von Unternehmen. Drittens, Unterstützung der Arbeit im Homeoffice, während Unternehmen dauerhaft auf flexible Arbeitsmodelle umstellen. Viertens, Unterstützung lokaler Unternehmen in der Gesellschaft. Und fünftens, höhere Diversifizierung und Widerstandsfähigkeit in der Lieferkette. Diesen Wandel haben wir an den sich ändernden Prioritäten und an Anforderungen unserer Kunden auch erkannt. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, die Ihnen zeigen sollen, wie sich das im Alltag dann auch bewahrheitet. Wie Amazon Business diese Kundenanforderungen adressiert, lässt sich beispielsweise an der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Forto zeigen, das durch seine innovative Plattformlogistik und Supply Chain Management digitalisiert und vereinfacht. Durch den Beschaffungsprozess über Amazon Business konnten zum Beispiel Lieferanten konsolidiert und zum anderen auch deren Einkaufsprozess bei gleichzeitiger Kostenkontrolle deutlich beschleunigt werden. Insgesamt konnte die Zeit für den Einkauf um 30% verkürzt werden, was eine deutliche Steigerung der Effizienz in der Beschaffung bedeutet. Auch in Bezug auf die digitale Transformation des Einkaufs ist Amazon Business für viele Unternehmen extrem hilfreich, wie hier am Beispiel der KWS-Gruppe, einem in Deutschland gegründeten Saatgutunternehmen, das inzwischen weltweit an über 80 Standorten verteilt tätig ist. Durch den digitalisierten Beschaffungsprozess über Amazon Business können bestimmte Produktkategorien eingeschränkt werden und der Tailspend deutlich besser verwaltet und kontrolliert werden. Mit der Umstellung auf Homeoffice kommen neue Herausforderungen auf den Einkauf der Unternehmen zu. Am Beispiel unseres Kunden Flink, einem stark expandierenden Startup für Lebensmittellieferungen, zeigt sich, dass Amazon Business dabei hilft, schnell auf neue Situationen einzugehen und neue Lieferadressen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Beschaffungsprozess zu integrieren. Somit ist sichergestellt, dass notwendige Produkte so schnell wie möglich zugestellt werden und die Produktivität durch neue Herausforderungen nicht eingeschränkt wird. Als letztes Kundenbeispiel möchte ich noch gerne auf Weber Maschinenbau eingehen, einem inzwischen global agierenden Familienunternehmen, das mit seinen Systemen eine wichtige Adresse für die lebensmittelverarbeitende Industrie ist. Mit Hilfe einer Integration von Amazon Business in das Einkaufssystem des Kunden kann für jede Tochtergesellschaft im In- und Ausland
ein länderspezifisches Sortiment in den jeweiligen Sprachen angeboten werden und somit das Nutzererlebnis und die Effizienz des Einkaufs deutlich gesteigert werden. Wir unterstützen natürlich auch lokale Unternehmen in unserer Gesellschaft. In Deutschland ermöglicht Amazon Business Zehntausenden von lokalen Vertriebspartnern, die meisten davon kleine und mittlere Unternehmen, den Ausbau ihrer Präsenz im B2B-E-Commerce zu steigern. Das Spektrum reicht von kleinen Händlern für Bürobedarf und Herstellern von Unterhaltungselektronik bis hin zu Familienbetrieben, die alle möglichen Geräte verkaufen, von Druckern für Heim und Büro bis hin zu Staubsaugern. Diese kleinen und mittleren Unternehmen erreichen Geschäftskunden aller Größenordnungen, darunter Firmenkunden und Kunden aus dem öffentlichen Sektor, zwei der am schnellsten wachsenden Kundensegmente von Amazon Business. Und das führt zu folgenden Ergebnissen. Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, die Produkte über Amazon Business verkaufen, haben 2020 mehr als 800 Millionen Euro durch den Verkauf an Geschäftskunden erwirtschaftet. Darunter multinationale Konzerne, Universitäten, Energieunternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Seit dem Start von Amazon Business in Deutschland im Jahr 2016 sind die Umsätze der in Deutschland ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen durchschnittlich jedes Jahr um über 60% gestiegen. Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland haben somit Millionen von Artikeln in vielfältigen Kategorien verkauft, darunter über 3 Millionen Büroartikel und Computer sowie mehr als 1 Million Gesundheits- und Sanitätsprodukte. Genauso vielfältig wie unsere Vertriebspartner sind natürlich auch unsere Kunden. 25 der DAX 30, 36 der 50 MDAX und 32 der 50 SDAX Unternehmen arbeiten mit Amazon Business, um den Tailspend zu erfassen. 74 der 100 deutschen Top-Mittelständler haben sich bei Amazon Business registriert, um Zeit und Geld zu sparen. Große Unternehmen aus allen Bereichen, darunter der Einzelhandel, das Gesundheitswesen und die Automobilindustrie, erwerben Artikel aus unserer Auswahl von Hunderten Millionen von Produkten, darunter Bürobedarf, IT-Zubehör, Hausmeisterbedarf, persönliche Schutzausrüstung und medizinische Fachartikel. 13 der größten 15 Universitäten und 10 der größten 15 Krankenhäuser in Deutschland greifen auf Amazon Business als kostenlose Beschaffungslösung mit einer großen Auswahl zurück, um Zeit und Geld zu sparen. 96 der 100 größten deutschen Städte arbeiten bereits mit Amazon Business, um Zeit und Geld zu sparen. Darunter sind mehr als 20.000 Kunden im öffentlichen Sektor, darunter 5.000 Kommunen und über 6.000 im Bildungswesen. Unternehmenskunden in Deutschland haben ihre Ausgaben bei Vertriebspartnern im Vergleich zum Vorjahr um 60% gesteigert. Allein in Deutschland kaufen immer mehr Kunden aus dem öffentlichen Sektor bei Vertriebspartnern ein, darunter Schulbedarf, Fachbücher, Baustellen- und Sicherheitsausrüstung, Bürobedarf, IT-Ausrüstung und vieles, vieles mehr. Amazon Business erfüllt die komplexen Bedürfnisse von Geschäftskunden und gewährleistet einen reibungslosen Einkauf, indem es Zugang zu Hunderten von Millionen von Produkten sowie firmenspezifischen Funktionen und Merkmalen bietet. Dazu gehören der Kauf auf Rechnung, eine Preisgestaltung und Auswahl exklusiv für Unternehmen, Mengenrabatte, Unternehmenskonten für mehrere Benutzer, die auch häufig und immer mehr durch Single Sign-On mit dem Unternehmen vernetzt werden, die Integration in bestehende Einkaufssysteme sowie viele weitere Funktionen, natürlich auch Business Prime, das viele von Ihnen aus dem privaten Umfeld wahrscheinlich gut kennen. Zu den interessanten Funktionen, die im vergangenen Jahr eingeführt wurden, zählen folgende. Geschäftskunden haben nun die Möglichkeit, die mobile App von Amazon Business herunterzuladen. So können Sie auch unterwegs nach Arbeitsartikeln suchen und diese erwerben. In Zusammenarbeit mit American Express haben wir eine Kreditkarte für kleine Unternehmen eingeführt, damit unsere Kunden und Kundinnen ihren Cashflow auch einfacher steuern können. Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, mit Kauf auf Rechnung und 30 Tagen Zahlungsziel zu bezahlen. Die Spend Visibility wurde um neue Visualisierungen erweitert. Damit können Sie die Einsparungen durch Business Prime und durch die Preise für Unternehmenskunden auf Amazon Business
sowie die Einhaltung der eigenen Ausgabenrichtlinien und Lieferantenpräferenzen verfolgen. Mit dem Budgetmanagement können Sie Ausgabenobergrenzen festlegen, um zu hohe Ausgaben zu vermeiden, die Nutzung in Echtzeit verfolgen und entsprechende Berichte erstellen, sowie Zeit sparen, da Sie anstelle mehrerer manueller Aufträge nur noch einen Auftrag anlegen müssen. Und das, was ich Ihnen gerade über die Veränderungen im vergangenen Jahr gesagt habe, mit Leben zu füllen, freue ich mich sehr, das Wort an Antonia Schmidt, Head of Public Sector bei Amazon Business im deutschsprachigen Raum, zu übergeben. Sie wird mit den zwei inspirierenden Einkaufsexperten Rolf Rehmann von Diebold Nixdorf und Professor Dr. Michael Essig von der Universität der Bundeswehr in München über die Erfolge und Herausforderungen des letzten Jahres und ihre Prioritäten mit Blick auf das Jahr 2022 sprechen. Viel Spaß und vielen Dank! Super, vielen Dank, Florian, für deine Übersicht, was schon im letzten Jahr in der Beschaffungslandschaft so passiert ist. Ich freue mich sehr, Sie jetzt hier begrüßen zu dürfen bei unserem Panel mit zwei ganz besonderen Experten. Mein Name ist Antonia Schmidt, ich bin Head of Public Sector bei Amazon Business Dach und darf Sie heute durch dieses Panel führen. Dazu haben wir einmal live dazugeschaltet Herrn Rolf Rehmann, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Er ist seit 2015 globaler Category Manager für IT und Kommunikationsleistung bei Diebold Nixdorf und hat auch davor über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Beschaffung. Ganz herzlich willkommen, Herr Rehmann. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Gerne. Hallo. Guten Tag. Sehr schön. Dann hier vor Ort auf dem Sofa freue ich mich sehr, dass ich Herrn Professor Dr. Michael Essig begrüßen darf. Er ist Professor für Beschaffung und Supply Chain Management an der Universität der Bundeswehr, Mitglied bei zahllosen Beschaffungsorganisationen, die, wenn ich sie auflisten würde, unser ganzes Panel sprengen würde. Insofern lasse ich das mal heute. Aber ganz herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Ja, wir wollen heute ein paar Themen verproben, die wir schon gerade in der Keynote gehört haben, eben mit unseren zwei Experten. Und da würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Michael, die öffentliche Beschaffung war im letzten Jahr ja ganz besonders im Fokus, von Maskenbeschaffung bis hin zur Beschaffung von Impfdosen. Ich glaube, die Presse hat noch nie so viel über die öffentliche Beschaffung geschrieben wie im letzten Jahr. Was für einen Einfluss hatte das denn auf die Beschaffungsverantwortlichen und wie haben sich die Ziele da vielleicht auch geändert? Ja, in der Tat. Ich glaube, wir hatten noch nie ein Jahr, das so deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, dass wir ein funktionsfähiges, modernes, leistungsfähiges öffentliches Beschaffungswesen haben wie im letzten Jahr. Du hast ja eine Reihe von Punkten angesprochen, ja, Masken, Schutzausrüstung, ja, Impfstoffe, um nur ein paar Themen zu nennen, die im letzten Jahr besonders wichtig waren. Öffentliche Beschaffung ist aber nicht nur zu diesen Krisenzeiten wichtig. Öffentliche Beschaffung umfasst etwa in Deutschland 350 Milliarden Euro pro Jahr. Schätzungen, die sogar ein bisschen mehr sagen, bis 400 Milliarden Euro. Und ich glaube, eins ist im letzten Jahr deutlich geworden. Wir alle brauchen ein funktionsfähiges, leistungsfähiges öffentliches Beschaffungswesen. Da ist in der Presse vielleicht das eine oder andere Mal auch ein bisschen unfair mit den öffentlichen Beschaffern umgesprungen worden. Nicht? Es ging teilweise so weit, dass da die Fähigkeit abgesprochen wurde, überhaupt gut einkaufen zu können. Ich glaube, das wäre unfair, aber es hat eben auch gezeigt, da ist Reformbedarf da. Und ich glaube, wir können, wenn wir beides kombinieren, das gute Know-how, das die öffentliche Beschaffung heute schon hat, mit dem einen oder anderen Reformansatz, dann können wir da noch einiges bewegen und tatsächlich ein modernes öffentliches Beschaffungswesen gestalten. Also es gibt noch ein paar Sachen zu tun, da reden wir auch gleich noch drüber, was wir schon für Ansätze gesehen haben, was gemacht wird. Aber Herr Rehmann, jetzt würde ich gerne noch mal von Ihnen hören. Diebold Nixdorf ist ja auch ein Traditionsunternehmen mit einer Firmengeschichte, die über 160 Jahre zurückreicht und auch einmal quer über den Globus agiert. Und jetzt waren Sie letztes Jahr ja auch vor der Herausforderung, wie stellt man jetzt vielleicht die Beschaffung auch um in solchen besonderen
Zeiten. Was haben Sie denn da mitbekommen in den letzten 12 Monaten? Wie haben Sie vielleicht auch die Beschaffungsstrategie angepasst und was konnten Sie da schon lernen? Ja, also die Herausforderungen sind reichhaltig gewesen im letzten Jahr und gehen auch in diesem Jahr so weiter, zumindest für den Moment. Für uns hat das bedeutet, dass die pure Beschaffung über den Preis nicht mehr ganz vorne stand, sondern die Beschaffungssicherheit ist nach vorne gerückt. Und da ist es natürlich wichtig, dann auch große globale Partner zu haben, die uns entsprechend beliefern können. Und da ist ja eigentlich fast als Pflicht schon quasi Amazon ziemlich mit in den Mittelpunkt gerückt, weil da konnten wir beschaffen und hatten immer noch den Vorteil, dass wir gut vergleichbare Marktpreise hatten und eigentlich die gesamten Vorteile, die der Amazon-Marktplatz bietet, nutzen konnten. Das war so der große Sprung. Wir hatten ja auch schon gesprochen und Sie hatten im Vorgespräch ja auch schon angedeutet, auch bevor die Corona-Krise anfing, war ja Ihre Beschaffung auch schon in der digitalen Transformation. Also es ist ja nichts, was ja auch ganz neu war durch die Corona-Krise. Und da würde mich nochmal interessieren, viele haben eben die digitale Transformation in der Beschaffung auch als eine Maßnahme verstanden, um Kosten zu senken. Aber es geht ja eben nicht nur um Kostensenkung, sondern eben auch um andere Themen, die wir schon angesprochen haben. Vielleicht können Sie uns dann noch ein paar Beispiele geben, welche Initiativen Sie auch fahren, um die Beschaffung da vielleicht auch effizienter zu machen und voranzubringen durch die digitale Transformation. Ja, das ist natürlich eine Sache, die treibt uns seit Jahren um. Wir kommen ursprünglich eigentlich der Großteil des Einkaufs aus dem operativen Bereich und das ist so quasi von den großen Aktiengesellschaften so nach und nach durchgesickert, dass es auch im Einkauf einen strategischen Einkauf gegeben hat. Ja. Das wurde natürlich implementiert. Es gab Überschneidungen in dem Bereich natürlich. Und das sind so Sachen, wir befinden uns im Rahmen der Prozessoptimierung. Das nimmt auch einen immer höheren Status ein innerhalb des Unternehmens, weil das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Die Prozesse, die gerade in großen Firmen teilweise fürchterlich aufgebläht sind, dass da mal wieder deutlich schlanker gefahren wird, dass die Prozesse angefasst, angesehen werden, optimiert werden. Im Einkauf ist natürlich das große Thema dann die Konsolidierung der zahlreichen Lieferanten, die es dann gibt. Da ist Amazon natürlich ein dankbarer Partner, den man dann mit ins Boot holt, weil man da viele Lieferanten auch unter einem Dach nutzen kann. Und wo wir eben als Diebold Nixdorf den Fokus drauf legen, in dem Prozess befinden wir uns auch gerade, dass wir tatsächlich auch die letzten Reste, sag ich mal, vom operativen Einkaufsgeschäft wegnehmen, in operative Bereiche verschieben, damit die strategischen Einkäufer dann tatsächlich auch die Arbeit durchführen können, die der Titel auch schon besagt, nämlich Strategien entwickeln, Prozesse optimieren und dann, das ergibt natürlich schon erhebliche Preisvorteile und dazu kommen in vielen Bereichen, ich sag mal, wenn ich jetzt schon auf Amazon kommen darf, wo wir sind, der Endanwender, der Benutzer, der eigentliche Einkäufer, bei dem muss das implementiert werden. Oftmals ein Problem, wenn neue Sachen eingeführt werden, ist die User-Akzeptanz. Damit stehen und fallen natürlich neue Systeme. Und da hat Amazon den eindeutigen Vorteil. Sehr schön. Also da waren ja schon einige Punkte drin, die Sie genannt haben. Eben auch dieser Weg hin zu der strategischen Ausrichtung der Beschaffung, den Weg, den Sie jetzt schon gegangen sind. Eben auch diese Ziele, die Sie verfolgen, von der hohen Nutzerakzeptanz hin zu einer Konsolidierung der Lieferanten. Das sind alles, glaube ich, Themen, die sowohl in der Privatwirtschaft immer genannt werden, aber auch im öffentlichen Sektor. Und da würde ich gerne noch mal in ein Thema ein bisschen reingehen, Michael, womit du dich, glaube ich, auch beschäftigst. Eben dieses Thema, das eine
sind die Kostenreduzierung, aber auch sich die Prozesse anzugucken. Und ich glaube, da guckt ihr euch vom Lehrstuhl auch immer die Transaktionskosten an. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was da eigentlich im öffentlichen Sektor los ist. Gerne, ja. Also wir haben es ja vorher schon angesprochen, das öffentliche Beschaffungswesen ist stark reguliert. Ja? Wir haben ein Vergaberecht, das wir befolgen müssen. Das auch, ich will das nochmal sagen, das hat häufig in der öffentlichen Wahrnehmung einen schlechten Ruf, ja? Meines Erachtens in großen Teilen zu Unrecht. Erstens ist vergaberechtlich relativ viel möglich und zum Zweiten haben wir, glaube ich, alle als Staatsbürger ein Interesse dran, nicht, dass es eben faire, transparente Verfahren gibt, nachvollziehbare Verfahren gibt, wie öffentliche Auftraggeber Aufträge vergeben, dass eben nicht mehr wie früher so ein königliches Hoflieferantentum gibt, sondern dass es in einem fairen und wettbewerbsorientierten Verfahren läuft. Und wenn wir ins Vergaberecht reingucken, dann haben wir zwei Prinzipien, die da ganz zu Anfang stehen oder die zentral im Mittelpunkt stehen. Das ist das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Ja? Und Wirtschaftlichkeit hat wirklich zwei Dimensionen. Nochmal, ich kann das nicht oft genug sagen, das ist das Verhältnis von Leistung zu Kosten. Ja? Das heißt also nicht, dass wir einseitig nur auf den Preis gucken oder einseitig nur auf die Leistung, sondern so, wie es jedes Unternehmen auch macht, nicht im Verhältnis von Leistung zu Kosten durchaus bereit sein, für Produkte vielleicht auch mal mehr Geld auszugeben, wenn man qualitativ höhere Anforderungen hat. Und das Zweite, und dann kommen wir zum Thema Transaktionskosten, ist die Verhältnismäßigkeit. Ja? Also, dass wir eben einen verhältnismäßig angepassten Aufwand bei den Vergabeverfahren betreiben. Und da vielleicht eine Zahl, weil du die Transaktionskosten angesprochen hast. Ja. Wir wissen, in hochentwickelten Volkswirtschaften, wie beispielsweise in unserer, machen die Transaktionskosten über 50% des Bruttoinlandsprodukts aus. Ja? Also wir geben mehr Geld dafür aus, uns zu koordinieren, Arbeitsteilung zu koordinieren, als Produkte herzustellen. Ja? So, und das heißt, dass wir auch in der öffentlichen Beschaffung sehr stark auf die Frage gucken müssen, wie effizient sind denn die Prozesse, wie effizient und effektiv sind denn die Prozesse, mit denen wir beschaffen. Und jetzt ist es sicherlich so, dass wir im öffentlichen Sektor, weil es um Steuergelder geht, höhere Anforderungen an die, sagen wir mal, Regelkonformität, an die Transparenz stellen, auch zu Recht. Aber das heißt eben auch, dass es Produkte gibt, insbesondere im Niedrigkostenbereich, nicht, sogenannte C-Artikel, wo ein klarer Fokus auf die Prozesseffizienz gelegt wird. Also viele Ziele, die verfolgt werden. Da will ich auch gerne nochmal übergeben an Herrn Rehmann. Sie haben ja auch schon erzählt, welchen Weg Sie gegangen sind. Vielleicht jetzt nochmal mit Ausblick auf Ihr Unternehmen und Ihre Beschaffungsabteilung. Was hat denn bei Ihnen jetzt oberste Priorität? Welche Ziele wollen Sie verfolgen, vielleicht auch im nächsten Jahr in der Beschaffung? Ja, die Linie ist ganz klar. Wir sind als börsennotiertes Unternehmen natürlich auch unter einer gewissen Aufsicht. Da gibt's auch reichlich Auflagen, gerade im Bankenumfeld, wo wir unterwegs sind, die eingehalten werden müssen. Die diversen Compliance-Regularien dürften, das dürfte ähnlich sein wie bei Herrn Essig. Das ist einfach so mittlerweile, dass die Sachen mit Recht natürlich auch dazugehören. Ja. Und das streut sich bei uns natürlich auch rein, das ist ganz klar. Und das vergrößert natürlich einen Teil der Prozesse, das bläht die wieder auf, weil da ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit am Ende sichtbar sein muss auch. Ja. Der weitere Ausblick, den wir dann haben, entsprechend in dem Bereich ist, wo wir im Moment gerade im Bereich Tailspend für die operativen Einkäufer oder auch für die Fachbereiche, die sich darum kümmern, die klare Auflage hatten, wenn ihr entsprechende Beschaffungen habt, dann müsst ihr bei mindestens 3 Lieferanten vergleichbare Angebote anfragen und oder gegebenenfalls auch eine AFQ, also eine richtige Ausschreibung machen. Das sind Bereiche, die können wir im Prozess dahingehend optimieren, dass wir diese Aufträge zukünftig doch Richtung Amazon auch geben können. Im Amazon-Marktplatz sind sofort vergleichbare Angebote sichtbar, unterschiedlicher Anbieter auch. Und damit haben wir sichergestellt, dass wir doch einen erheblichen Geschwindigkeitszuwachs haben, trotzdem einen gut vergleichbaren Marktpreis erzielen. Was tatsächlich jetzt in dem Moment nebensächlich geworden ist,
Und da gucken wir dann eben nicht nur, was in der Vergangenheit, ich sag mal, der Best Price Offer oder die Ausschreibung war, ist zukünftig doch tatsächlich auch der Fokus mehr in Richtung Prozessoptimierung, Zeitersparnis und eben nicht mehr drauf gucken, dass die letzten 5 Cent auch noch eingespart werden können, wenn man dadurch 3 Stunden Mehrarbeit sich auflastet, ist das wenig zielorientiert. Also sehe ich schon wieder auch die Parallelen zwischen öffentlicher Beschaffung und Privatwirtschaft, also diese Frage der Verhältnismäßigkeit und den Transaktionskosten, wie Sie es eben auch gerade geschildert haben, Herr Rehmann. Also da könnte ich, glaube ich, jetzt auch noch ganz lange tief reingehen. Also spannend auch eben auf die Vorgaben, die Sie noch erzählt haben, die Sie natürlich auch als Unternehmen haben im Compliance-Bereich. Und Fakt ist, die Themen wie Nachhaltigkeit, die sind gekommen, um zu bleiben. Und das ist ja, glaube ich, auch noch Thema hier bei uns bei der ABX. Mit Amazon versuchen wir auch mit der Climate Pledge da eben große Schritte zu gehen. Also ich glaube, die Parallelen da zwischen vielleicht den politischen Zielen und auch den Unternehmenszielen, da gibt es schon einiges zu besprechen. Aber leider haben wir ja auch ein bisschen eine Zeitlimitation. Insofern würde ich gerne nochmal übergehen, vielleicht als Abschluss, als Ausblick. Jetzt haben wir ja hier 2 Experten sitzen und wir haben viele Zuhörer, die eben auch direkt im Beschaffungsbereich tätig sind, ob jetzt in privaten Unternehmen oder auch eben im öffentlichen Sektor. Und da vielleicht auch mal die Frage an Sie jetzt. Sie können 2 Empfehlungen loswerden, 2 Vorschläge mit Blick auf das kommende Jahr. Was würden Sie den Kolleginnen, die jetzt vielleicht eingeschaltet sind, mitgeben? Wie kann man weiter da die Beschaffung professionalisieren? Vielleicht fangen wir an mit dir, Michael. Was würdest du den öffentlichen Beschaffern sagen, die jetzt gerade zuhören? Ich glaube, das hat so ein bisschen ja unsere Diskussion durchzogen. Wir müssen Beschaffung strategisch aufwerten. Ja, das ist für mich ein zentraler Punkt. Da gibt es eine ganze Reihe Maßnahmen. Nicht? Das fängt mit der hierarchischen Verantwortung an, ja, und der hierarchischen Einbindung. Ich könnte mir für den öffentlichen Sektor sowas wie einen Public CPO sehr gut vorstellen. Ja, spannend, ja. Sowas haben wir heute noch nicht. Ja, wir können den Einkauf frühzeitiger einbinden. Das sind sicherlich Sachen, Herr Rehmann, wo der private Sektor vielleicht schon einen Schritt weiter ist. Sowas wie Berufsbilder schaffen, nicht? Weil du hast das Wort Professionalisierung angesprochen, nicht? Was ist denn ein strategischer öffentlicher Einkäufer, strategische öffentliche Einkäuferin oder eine Prozessspezialistin, Prozessspezialist? Wie sieht eine Beschaffungsstrategie für eine öffentliche Institution, für eine öffentliche Organisation aus? Also sozusagen unter diesem Oberbegriff einer strategischen Aufwertung, die wir von dem inhaltlichen Anspruch der Politik in der Zwischenzeit haben, aber noch nicht, sagen wir mal, strukturell und ressourcenmäßig unterfüttert. Das ist eigentlich das, wo ich mir vorstelle, wo wir uns hin entwickeln und wo wir uns hin entwickeln sollten. Das kann ein Einkauf nicht alleine. Ja, wir sind ja nicht im Wie sollen wir das machen? Ja, wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Ja, gibt noch ein paar andere Funktionen in der Organisation, die dabei auch eine Rolle spielen. Aber das ist wirklich so ein bisschen die Quintessenz, glaube ich, aus dem letzten Jahr, dass wir diese strategische Bedeutung erkennen und sie jetzt in entsprechende Aktionen letztlich umsetzen müssen. Ja. Also dann, wenn Beschaffungsverantwortliche zuhören, auf diese Strategie auch pochen und das mitnehmen, auch in die Hierarchie rein. Genau, wir müssen ganz aktiv, also gerade für die Öffentlichen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Diskussion auch mit den politisch Verantwortlichen, nicht, dass nicht sozusagen Verwaltung ist die eine Ebene, ja, und die Politik will, dass diese Dinge funktionieren und implementiert werden. Und dazu brauchen wir, glaube ich, aus der öffentlichen Verwaltung und von den öffentlichen Beschaffern her auch den Dialog mit den politisch Verantwortlichen, dass wir es wirklich implementiert und umgesetzt kriegen. Implementierung, Umsetzung und vielleicht Schaffung vom neuen CPO-Ressort ist ja auch was Spannendes mal im Wahljahr als Empfehlung. Sehr schön. Herr Rehmann, dann will ich mal an Sie übergeben. Was wären Ihre 2 Tipps und Tricks vielleicht für Beschaffungsverantwortlichen, die zuhören fürs nächste Jahr? Ja, da gehört auf jeden Fall mit dazu eben auch bei uns das Stichwort Prozessoptimierung, weil das eben doch ein Bereich ist. Wir sind im Einkauf, bei uns dreht sich mehr oder weniger immer alles um Savings und die Savings kann man eben nicht nur über den Preis generieren, sondern auch in der Prozessoptimierung. Und da sollte ein erheblicher Fokus gehen in die Richtung. Das ist auch ein Bereich, den wir weitermachen werden. Amazon ist ein gesetzter Partner in dem Bereich.
Da sind wir auch recht froh drüber, weil es funktioniert ausgezeichnet. Man darf ja auch mal ein Lob loswerden hier. Ja. Und dann eben auch der zweite Tipp, tatsächlich den operativen vom strategischen Einkauf klar und deutlich abzutrennen, damit die strategischen Einkäufer eben auch die Zeit haben, dass die Ressourcen frei sind, um sich strategisch weiter auszurichten, um den Blick eben auch weiter werfen zu lassen, um im strategischen Bereich, im Prozessbereich neue und sichtbare Savings zu generieren. Das ist schon für uns eine wichtige Sache, die wir weiterführen wollen. Sehr schön. Also da sind, glaube ich, auch einige Hausaufgaben, die wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr beackern werden, wo wir dann nächstes Jahr nochmal ein Check-in machen können, wie weit wir da auch gekommen sind. Aber ich glaube, das sind immer ganz wertvolle Hinweise, sowohl für die privatwirtschaftlichen Unternehmen als auch für die öffentlichen Beschaffer, was man da sich alles vornehmen kann. Insofern verbleibt es mir nur ein großes Dankeschön zu sagen an Sie, Herr Rehmann, zugeschaltet, und auch an dich, Michael. Sehr schön, dass ihr hier heute die Zeit gefunden habt, um mal auch ein bisschen tiefer zu bohren, welche Themen wir eigentlich im letzten Jahr gesehen haben. Jetzt ist es aber bei uns auch noch gar nicht vorbei. Es geht jetzt hier spannend weiter. Bleiben Sie also gerne dran. Als nächstes kommt Phil Lebrun. Er ist Director of Enterprise Strategy bei AWS und wird uns ein Thema näher bringen, was, glaube ich, auch viele beschäftigt hat, nämlich Steer Your Organization Through Change. Also wie kriegt man eigentlich eine Organisation durch so einen Change-Prozess navigiert, wie die Beschaffung ja auch häufig ein Change-Prozess ist. Insofern dranbleiben. Es geht jetzt hier gleich weiter. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie beide. Gerne, vielen Dank.